So Leute, schönen guten Morgen, guten Tag. Heute gucken wir uns mal F1 Manager 2022 an. Frontier hat es rausgebracht. Ich habe mich übelst drauf gefreut. Ich habe früher die Spiele geliebt, so Sachen wie Pole Position, Motorsport Manager, F1 Manager. Da gab es verschiedene Sachen, die fand ich alle toll. Hab ich gerne gemacht. Habe mich richtig auf das Spiel gefreut. Und kann es gleich vorwegnehmen, ich bin schon eher enttäuscht. Das ist der Startbildschirm. Was man sieht, was kann man machen? Man kann neue Karriere starten. Machen wir jetzt mal. F1. Ein Sport der Herzen, Animationen und so hier. Nationen vereint. Schön. Seit über einem Es wird immer ein bisschen gelabert, das ist okay. Das ist echt gut. Aber das ist nicht das Spiel. Wir fangen an, wir können zwischen den aktuellen Teams wählen. Und gewann seit 2014. Du hast immer eine kleine Infostory dazu. Mercedes kehrte 2010 in die F1 zurück. Ich habe jetzt angefangen gehabt mit Alpha, das ist ganz okay. Kann auf eine beeindruckende Das Problem ist halt, es gibt keinerlei Missionen. Es gibt wirklich nur die Karriere, dass du mit dem Team startest. Und dann geht's los, Anfang der Saison 2022, das war's. Es gibt keine Mission, wo man irgendwas machen kann. Es gibt keinen Test, wo man mal eine Runde nur spielen kann oder ein Rennen oder so. Die Option eigenes Team gibt's gar nicht. Finde ich auch nicht gut. So, wie ihr seht, die Animation der Gesichter, die wurde hochgelobt. Ganz ehrlich, so toll ist jetzt auch nicht. Wir gehen mal rein. Und dann zeige ich euch schon mal ein bisschen was vom Spiel. Also es gibt eine relativ umfangreiche Hilfe, das ist erstmal ganz okay. Aber alles, was das Spiel beinhaltet, spielt sich hier ab. Das sind die einzigsten Sachen. Du hast den Kalender, du hast die Rennstrecken, dann kannst du ein paar Infos holen, das ist dann das Rennen. Hier hast du die Autos, da siehst du halt im Prinzip, wie die Autos aufgebaut sind. Du kannst hier später zwischen verschiedenen Sachen wählen. Aber selbst wenn ich hier in die Einrichtung gehe, ne? Ich könnte jetzt hier zum Beispiel den Windkanal ausbauen. So, das dauert ein paar Tage. Aber ich sehe da nichts im Hintergrund, das ändert sich nichts, ob ich da einen großen Dings habe. Bei anderen Spielen war es halt so, du konntest da halt irgendwie sehen, wie deine Infrastruktur wächst und sowas. Das passiert hier alles nicht. Das ist alles, es besteht alles in diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja, Fenstern hier, ne? So, letztendlich musst du dich halt auch ums gesamte Setup kümmern, was ich jetzt eigentlich als Teammanager nicht so mache. Dafür gibt es Renningenieure. Ja, deswegen, also, das wiederholt sich auch und es ist halt ein echter Zeitfresser. Es ist langweilig. Ich gucke immer auf diese gleichen ja, Sachen. Hier muss man jetzt festlegen, okay, ich erreiche Q2 zum Beispiel. Ich mache mal, sage ich mal, ich erreiche Q3. Ne, ich würde sagen, ich erreiche Q2. So, dann ist das okay. Ich muss hier wieder umständlich zurückgehen. Jetzt kann ich hier zum Rennwochenende gehen. Alles ein bisschen umständlich. Es ist für die PlayStation eine okaye Navigation. Das Willkommen ist gut. Aber weiß ich nicht. So. Kommen wir zum Training. Es gibt da zwei Methoden. Also, ich kann natürlich erstmal alles simulieren lassen und dann bis zum Qualifying simulieren. Das machen wir jetzt mal fürs erste Rennen. Zeige ich euch auch. Dann ist das Auto natürlich nicht so toll, weil man natürlich manuell mehr rauskommt. Wir sind zurück mit mehr. Damit schaffe ich es aber, wenn ich jetzt auch das Qualifying noch simuliere. So schlecht war er nicht. Qualifying. Simulieren, habe ich es halt geschafft, das Ganze mal in 1, 2, 3 Minuten fertig zu machen. Ne? Wenn ich das manuell mache, Q1, Q2, Q3, vorher Practice 1, Practice 2 und Practice 3, brauchst du dafür schon alleine locker eine halbe Stunde. Das Rennen macht, ich zeige es euch gleich, man kann es dann vorspulen bis zur 16-fache Geschwindigkeit, auch da zieht es sich ein bisschen hin. Wenn ich es aber so normal fahre, fahre ich es halt in 1, 2 oder 3 Alfa Romeo hat die Erwartungen im Qualifying erfüllt. Wenn sie so weitermachen können, steht ihnen ein...
So, hier kann man dann natürlich noch ein bisschen was später einstellen, da gehen wir später ein bisschen drauf, aber ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. So, wir starten das Rennen, man kann jetzt hier noch die Strategie festlegen, das ist wichtig. Entscheiden wir uns jetzt hier mal für die Variante. Und bei Sieht aus, als hätten wir im Rennen gutes Wetter. Grafik. Die Fahrer nehmen soeben Ganz ihre ehrlich, die Startposition Leute ein. stehen jetzt teilweise in der Luft. Guckt euch dann gleich Und da mal ist Valtteri die Bottas. Gesichter an. Ich weiß nicht. Heute Also, eine Top-10-Platzierung. für ein Spiel aus Aber kann daraus 2022. Kapital geschlagen werden? die Autos soweit okay. Im Etwas Rennen wirst du weiter sehen, hinten, Joe. sind die Reifen teilweise in der Gestern Luft. langsamer als die meisten. Also, Es und das ist, ist es er, ist der okay, große Preis aber von auch Bahrain. hier, das ist jetzt nicht unbedingt 2022 Standard, ja. Das Startsignal erlischt und Es los geht los. geht's. Jetzt beschränkt sich bei mir wieder, ich kann jetzt hier so ein bisschen, gehen wir in Bottas rein. Ich kann jetzt hier sagen, okay, überholen mit dem ERS, Use overtake. nutzt volle Möhre Dings und gehen mal richtig schön mit den Reifen um. So, man kann jetzt hier vorspulen. Zweifache Geschwindigkeit, das geht in der Onboard. Ah, wir haben überholt, das ist gut. Man kann auch weitergehen, Sieht dann aus, haben wir, als hätte Alfa Romeo diese- einen Platz gut gemacht. ich sag mal, Vorspulgeschwindigkeit. Da sind wir jetzt 16-fache Geschwindigkeit, ihr seht. Eine Runde dauert dann halt, ja, weiß ich nicht, 10 Sekunden oder so. Alfa Fahren jetzt aber Romeo auch hat hier ganz gerade einen schön Platz gut gemacht. überdings. Die Kommentare ist es immer das gleiche. Wenn du überholst, Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Ah, das ist am Anfang, die Red ersten Bull hat 3, 4 einen Rennen, Platz gewonnen. geht das noch ganz gut, aber irgendwann ist das immer das gleiche. Also das ist wirklich nicht schön. Das hat mich bei Fieber kurz mich sowas schon an, dass die Kommentare übelst gleich sind. Ist hier aber noch weniger, möchte ich sagen. Gut, das Rennen geht hier so durch. Man kann jetzt hier so ein bisschen an den Stellschrauben. Wir gucken mal bei Schuh rein. Ferrari rückt um eine Ähm, Position vor. Ja, das zieht sich jetzt so durch. Deswegen, also normal, wenn du jetzt hier agieren willst, müsstest du mal gucken, dass du sagst, okay, jetzt habe ich hier, könnte ich jetzt wieder sagen, okay, verbrauch mehr Sprit, weil wir im Plus sind. Die Reifen kannst du im Auge behalten, wie das so läuft. Naja, jetzt guckt man hier halt zu, macht und so, tut. Das ist alles, wie gesagt, man kann sich hier unten in der Echtzeit angucken, dann kannst du auch das angucken. Es ist halt dick ansehnlich, aber ich meine, ich weiß nicht, also so, guck mal, die Werbeschilder da hinten und so Zeug, das sieht doch alles nicht Stand 2022 aus, ich weiß nicht. Komm. Es gibt halt auch keine Möglichkeit, das Rennen jetzt komplett zu beenden, also dass man sagt einfach hier, okay, gehen zum Rennende oder irgend sowas. Gibt's nicht, du musst das hier wirklich durchspielen, also du musst mindestens hier die 16-fache Beschleunigung oder höchstens die 16-fache Beschleunigung nutzen. Ersten Saisonrennen ein bisschen schwierig. Ich zeige euch dann gleich noch was zur Entwicklung. Oh, Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. So, okay, Rennende. Also ich habe jetzt wirklich noch mal 6, 7 Minuten warten müssen auf das. So, okay. Die Animation, ja, nicht schlecht, aber ich meine, guck, das sieht aus wie aus den 90ern irgendwie. Also, Valtteri Bottas hier. weiß nicht, die Figuren im Hintergrund. Ja, die Haltung vom Fahrer ist ganz okay. Dieses geht Wochenende so. lief es gut für Alfa Romeo. Das Aber ist ich hier schon denke, sie besser, werden vor aber- dem nächsten Rennen genau überprüfen. So, was haben wir jetzt? Haben wir Rennergebnis, Fahrer, Konstrukteurs-WM, alles toll. Im Hintergrund so diese kleine Animation, das ist das Einzigste. Hier gibt es Bonuspunkte, die kann man später einlösen für die Fahrer. Gut, ein bisschen Geld gibt es von den Sponsoren. Fertig. Hier wieder wichtige E-Mails, gucken wir uns an. Da gibt es die Vorstandseinschätzung, Aufhängung haben wir gefertigt, aufstellende Fahrer, Scouts und so. Ja, das gibt es halt auch. Hier musst du dich immer unten einzeln durchklicken, weil ich ja keine Maus habe an der Playstation. Was ich euch zeigen wollte, ist noch Autos. Hier kannst du halt wirklich verschiedene Sachen dann eben auch, also erstmal kannst du es vergleichen, du kannst hier noch ein, was weiß ich, Ferrari nehmen und das Auto von Leclerc und dann gucken, siehst ja, wir hatten irgendwo, wo wir besser sind. Nö, aber es ist nicht so wahnsinnig viel anders. Ist ja ganz gut. Doch, in der Motorkühlung sind wir besser. Aber ja. So, was wir machen können. Wir können halt Auto entwickeln. Da können wir aktuelle Projekte anschauen. Gibt es gerade keine. Neues Projekt entwerfen und anfertigen. Forschung ist erst ab den Aprilrändern verfügbar. Da geht es dann fürs neue Jahr. Entwerfen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, was Sinn macht, am Anfang Aufhängung und Unterboden neu machen. Hier kannst du deine, also CAD, das sind die Computerstunden, das ist halt alles imitiert heute in der Formel 1. Einsetzen, Windkanalstunden, dann sagst du, okay, mach das so. Hier kannst du noch sagen, will ich es ausgewogen, will ich die Leistung gering oder hoch haben. Wir sagen, wir machen ausgewogen. Gehen jetzt hier in die
Entwicklung und anfertigen kannst du, wenn du jetzt neue Teile hättest, machst natürlich die neuen. Hier siehst du halt, wir haben 4 Chassis, 6-mal Deathrock-Flügel und so weiter und so fort. Wenn ich ein neues habe, kannst du das hier neu dann bauen auch sozusagen. Ich mache das mal fiktiv. Ja, kannst es schnell machen, kannst hier noch ein paar die Mengen einstellen. Und dann wird das hergestellt, liegt im Lager, geht ja alles mal kaputt, kannst es tauschen. Du kannst bei den Autos halt auch die Motoren dann, da gibt es halt pro Saison 3 Motoren ohne Strafen. Das machst du alles hier, die Getriebe und die ERS-Einheit, kannst alles hier einstellen. Das ist ganz okay, aber es ist halt alles sehr, sehr bildschirmlastig und ja, es ist halt so, ich glaube auf dem Computer spielt sich das deutlich besser noch, weil du mit der Maus einfach auch schneller bist, aber mir fehlt halt hier wirklich irgendwie so ein bisschen der Pep da drin. Das ist sehr, sehr nüchtern und sehr, sehr neutral und also für mich ist der Spielspaß wirklich nach 4, 5 Rennen eigentlich schon flöten gegangen, weil es irgendwie langweilig wirkt hier so diese ganze Herangehensweise, ne? Gut, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Ich mache dann gleich noch ein Video, wie man das Setup von dem Auto ganz gut hinbekommt. Das macht man im Training, das geht aber wirklich viel Zeit drauf, also da sprechen wir von, ja, 20 Minuten brauchst du da schon. Mindestens für Training und für Qualifying, ich kann es ja mal messen. Dann kriegst du ein relativ gutes Setup hin, ist dann wichtiger auch so ab dem 3. Rennen ungefähr. Du musst auch Teile entwickeln, das muss halt auch der Fahrer erst lernen, wie die Teile funktionieren, das machst du alles im Training und stellst dann dein Setup ein. Das zeige ich euch nochmal für die Interessierten, aber ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick geben können. Mich interessiert eure Meinung. Findet ihr es gut so? Geht es euch wie mir, dass ihr so ein bisschen enttäuscht seid? Also ich finde es wirklich, meine Kritikpunkte nochmal, nur die reine Karriere, kein eigenes Team, keine Mission. Später Sponsorenverhandlungen, kommen wir auch nochmal zu, ist auch sinnlos. Machst du einfach nicht. Es gibt Sponsorenziele und so ein Zeug, aber es ist halt immer so ein Budget da und so. Das ist halt hier bei... Ja, dieses umständliche Klicken ist auch... Na, wir haben ein Saisonguthaben. Da haben wir jetzt schon ein bisschen was ausgegeben. Sponsorenzahlungen haben wir bekommen. Dann kam was dazu. Und es gibt ja dieses Kostenlimit oder Budget-Cap. Da sind wir jetzt eigentlich ganz gut dabei. Gehen wir ins Sponsoring. Da kannst du hier nur einstellen. Rennbewirtung. Das ist sozusagen wie viel... also ob man da teilnimmt oder nicht. Und hier, ob die Fahrer ja Auftritte machen, also Veranstaltungen wahrnehmen und dann gibt's halt ein bisschen Geld dafür, aber ich kann jetzt nicht verhandeln mit irgendeinem Sponsor, ne, den ich jetzt gerne hätte und so weiter und so fort. Alles Lizenzfragen. Ich finde, scheinbar haben die ein bisschen viel Geld ausgegeben für die Lizenzen, weil irgendwie fehlt hier so ein bisschen der Pep im Spiel. Daumen da, lasst sein, wenn es euch gefällt oder mir gerne auch schreiben, was euch nicht gefällt. Abo sowieso gerne raushauen und ja, super gerne kommentieren. Hilft mir weiter. Würde mich freuen und vor allen Dingen interessiert mich eure Meinung. Also ob ich jetzt der Einzige bin, der das so lala findet oder ob es euch auch so geht. Vielen Dank. Und wie gesagt, gleich mal reinschauen. Ich verlinke es da noch. Das zweite Video, da würde ich ein bisschen was erklären zu dem, wie man im Training fürs Qualifying arbeitet und dann das Setup ein bisschen besser machen kann. Viel Spaß, bis später.